Seit 27 Jahren führt meine Familie, führen meine Frau und ich hier diesen Hof. Mit dem die DDR ihr Ende genommen hat, sind mein Schwiegervater und meine Familie, meine Frau und ich und unsere 3 Kinder. Wir sind dann vor 27 Jahren hier nach Ogrosen gekommen und haben hier den Betrieb vom Vorgängerbetrieb übernommen. Wir haben 120 Milchkühe plus die weibliche Nachzucht, ein paar Stallkatzen und 30 Schweine, die haben wir vor allem, um die Molke, die in der Käserei anfällt, zu verwerten, und das Fleisch und die Wurstprodukte dieser Tiere verkaufen wir im Hofladen einmal im Monat. Ja, und unsere neueste Anschaffung, das ist hier die Heuscheune, in der ich jetzt stehe. Das Heu, was wir jetzt hier sehen, das ist die erste Ernte, die wir in diesem Jahr eingebracht haben. Leider ist die Scheune nicht voll. Gerade in diesem Jahr war ja der Wetterverlauf des Sommers extrem. Die Frühsommertrockenheit ist nie zu Ende gegangen. Die Temperaturen waren hoch. Und eigentlich haben wir in diesem Zeitraum also mindestens die doppelte Niederschlagsmenge. Das Kleegras, was wir quasi als Futtergrundlage für die Tiere anbauen, wenn es dort kein Wasser gibt, dann gibt es auch keine Pflanzenentwicklung. Wir können nichts ernten, die Tiere können nichts fressen. Also wir können zum einen keine Futterkonserven anlegen in Form von Heu, und zum anderen gibt's auch kein Futter auf der Weide für die Tiere. Und gerade Gras braucht auch einiges an Wasser. Wir haben schon einen Flächenüberhang von 30 bis 40%, um witterungsbedingte Ertragsausfälle ausgleichen zu können. Und das hat in diesem Jahr gar nicht gereicht. Wir hatten auch einen Futtervorrat aus dem vergangenen Jahr von 4 Monaten für die Rinderhaltung und müssen für 20.000 bis 30.000 Euro Futter für die Rinderhaltung zukaufen. Also der Ertragsausfall in diesem Jahr war so groß wie in diesen 27 Jahren, in denen wir hier sind, noch nie gewesen ist. Man ist einfach darauf angewiesen, dass zum richtigen Zeitpunkt das Wasser kommt und damit eine Nährstoffversorgung irgendwie der Pflanze gegeben ist und die Pflanze sich entwickeln kann. Ja. Mit so einem Wetter können wir eigentlich nicht arbeiten. Wir müssen uns umstellen, wir müssen andere Kulturen finden und müssen uns sicherlich auch auf geringere Erträge einstellen. Gerade die Landwirtschaft oder alle Berufe, die draußen arbeiten, sind ja besonders von dem Wetter und auch von dem Klima betroffen. Es sollen ja 80% der fossilen Vorräte, Gas, Öl, das soll ja noch in der Erde schlummern. Und also wenn diese restlichen 80% auch noch verbraucht werden müssen, weil unser Lebensstil eben weiterhin so ist, wie er jetzt ist, dann finde ich, das soll nicht so sein. Da gibt es politisch viele Möglichkeiten, die richtigen Weichen zu stellen. Und es macht ja nicht nur uns hier Probleme, sondern es macht ja vor allem auch in vielen anderen Ländern viele Probleme. Der Mut zur Veränderung, der ist so klein, dass dann Veränderungen viel zu wenig gelingen. Aber eigentlich geht das sehr gut.